Moin allerseits, ich bin Sven von outdoorminimalist.net und ja, darum soll es auch eigentlich gehen, nämlich genau um diesen Namen. Ich versuche mal mein erstes Kurz- und Knapp-Video zu machen, in dem ich über was rede, was mir höchstwahrscheinlich nicht gelingen wird und es wird so lang, dass es am Ende dann doch ein Freitagsvideo wird, aber mal schauen. Und zwar geht es darum, warum ich Outdoor-Minimalist heiße und auch, ob ich nun Gear-Junkie bin oder Minimalist und so weiter und so fort. Ich bekomme da immer wieder Fragen zu, so, warum heißt du eigentlich Outdoor-Minimalist? Da sind viele freundliche Fragen bei, da sind viele nicht so freundliche Fragen bei, das sind dann wirklich irgendwelche, die mich meinen, anprangern zu müssen, absolut lächerlich. Aber für die freundlichen Fragen möchte ich gerne dieses Video drehen. Wenn euch das überhaupt nicht interessiert, ist dieses Video für euch nicht interessant, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr gerne dranbleiben. Ich würde mich freuen. Also, ich fange erstmal an mit dem Namen Outdoor Minimalist. Ich bin nicht erst seit ich mit YouTube angefangen habe als Outdoor Minimalist unterwegs, sondern meine Homepage outdoorminimalist.net, früher noch .de, ich bin dann irgendwann umgezogen auf net aus geldlichen Gründen, feiert 2019 das 10-Jährige. Ich war da vorher noch mit einer anderen Homepage aktiv, aber Outdoor Minimalist feiert wirklich sein 10-Jähriges in 2019. Ich habe halt früher, statt Videos zu machen, habe ich Artikel geschrieben, habe ich bebilderte Artikel, Reiseberichte und dergleichen geschrieben. Da war ich immer sehr, sehr aktiv, habe auch da schon Reviews zu Ausrüstungsgegenständen gemacht, nur halt alles in schriftlicher Form und ja, einfach keine Videos gemacht. So. Das war der Hauptgrund, warum ich mit diesem Namen dann auch zu YouTube gegangen bin. Denn anfangs war das noch eine Idee zu sagen, ich mache hin und wieder mal Videos, weil sich manche Dinge einfach besser zeigen als beschreiben lassen. Außerdem, ich mache YouTube nur so hin und wieder mal und bleibe bei Artikeln und Co. Ist dann aber ich steige ganz auf YouTube geworden, also auf meiner Homepage. Schreibe ich nur noch selten wirklich Artikel, sondern ich mache primär wirklich meine YouTube-Videos einfach, weil mir das so viel Spaß macht, dass das einfach das ist, wo ich den Großteil meiner Zeit eben reinstecken möchte. So, also diesen Namen habe ich da mitgenommen und zwar deswegen, weil ich ganz zu Anfangs noch zu gleichberechtigten Teilen sowohl zum Minimalismus geschrieben habe, als auch eben zum draußen unterwegs sein, Tracking, Outdoor, wie auch immer. Das war am Anfang einfach wirklich noch gleichberechtigt. Ich habe da sehr, sehr viel zum Minimalismus geschrieben, weil ich selber Minimalist bin. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Und das Ganze, dieser Minimalismus für mich durchs Draußensein entstanden ist. Und das für mich einfach ganz, ganz eng zusammenhängt. Für mich war, bevor ich angefangen habe, mich auch im Alltag zu reduzieren, war einfach dieses Gefühl, nur mit dem Rucksack und mit der Ausrüstung, die sich im Rucksack befindet, draußen unterwegs zu sein. Das war für mich ein wahnsinnig befreiendes und angenehmes Gefühl. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere von euch nachvollziehen kann. Man hat alles, was man braucht, trägt man bei sich und mehr braucht man nicht. Man baut sich dann Lager damit, man kann sich dann Essen damit machen, wisst ihr? Eine Rucksackladung und man hat alles, um sich ein gemütliches Leben draußen zu machen. Dieser Gedanke, als ich damit angefangen und draußen unterwegs zu bin, das war einfach was, wo ich sagte, ja, dieses Reduzieren auf das, was man wirklich braucht, das ist für mich einfach das, was ich auch im Alltag haben möchte. Und so habe ich da angefangen, damals sehr radikal. Ich habe 2/3 meiner Möbel verkauft. Ich dachte, okay, ich muss einen richtigen Schnitt machen und alles, was in diesen Schränken waren, habe ich auf den Boden gelegt. Und dann bin ich wirklich durchgegangen, alles, was ich dann so habe, und habe das Ganze nach 2 Kriterien beurteilt. Ihr seht schon, das wird definitiv kein kurz und knapp, das wird ein langes Video, Entschuldigung. Und zwar einmal der Punkt, brauche ich das? Brauche ich das wirklich? Habe ich das innerhalb des letzten Jahres verwendet? Oder macht es mir Freude? Das waren die beiden Punkte, die für mich entscheidend waren, ob ich das behalte. Und wenn weder das eine noch das andere klar mit Ja beantwortet werden konnte, ist das erstmal zur Seite gekommen, erstmal in eine Box. Das habe ich mir dann nochmal angeschaut. Und wenn ich dann irgendwo einfach am Zweifeln war, sodass ich dachte, vielleicht doch noch oder was, dann kam das nochmal beiseite. Und ich habe es erst noch behalten. So, wenn man gerade so im Flow drin ist, schmeißt man sonst gegebenenfalls auch zu viel weg. Das war so mein Gedankengut dabei. Aber es waren sehr wenige Dinge, wo ich wirklich am Zweifeln war, die halt wirklich einfach geblieben sind. Und von dem Großteil habe ich mich getrennt. Ich habe sehr, 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 sehr viel verschenkt. Da habe ich im Freundes- und Bekanntenkreis rumgeschaut, wer kann das gebrauchen. Da ist einer auch gerade umgezogen und gerade ein Azubi von mir war das, glaube ich, der hat, glaube ich, gerade seine erste Wohnung bezogen oder ist umgezogen, irgendwie sowas. Den habe ich einige meiner Möbel geschenkt und so bin ich die Sachen auch recht schnell losgeworden. Einen Teil habe ich natürlich auch verkauft von den Sachen, so, die ich hatte, und so hat sich das einfach arg reduziert. Und ich habe gemerkt, dass mir das einfach sehr gut tut und ich mich da einfach sehr wohl mitfühle. Nun kriege ich eben auch bei diesen Fragen immer, du hast aber so viel Ausrüstung.
Ja, jein. Stimmt, ich habe viel Ausrüstung, ist ganz einfach so. Aber ich bin auch das ganze Jahr über unterwegs. Also ich bin nicht nur bei schönem Wetter unterwegs, sondern ich bin wirklich das ganze Jahr immer draußen und da braucht es einfach unterschiedliche Ausrüstung. Und ich habe auch einfach gerne auch mal die Auswahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte zum Beispiel manchmal bewusst mit Naturmaterialien unterwegs sein. Aber genauso möchte ich auch manchmal bewusst nicht mit Naturmaterialien unterwegs sein. Und schon hat man zwei Sachen. Ich gehe bei meiner Outdoor-Ausrüstung nach den gleichen Kriterien vor. Und zwar schaue ich am Jahresende immer, was habe ich wirklich gebraucht und ja, oder was hat mir wirklich Freude gemacht. Es gibt so ein, zwei Ausnahmen, zum Beispiel habe ich Schneeschuhe, die ich nur extrem selten brauche. Aber die haben einfach einen so spezifischen Zweck, dass es Quatsch wäre, nach einem Jahr zu sagen, oh, ich brauche die nicht, ich habe die ja nicht verwendet. Ja, und dann es liegt viel Schnee und ich brauche sie. Deswegen, das sind so Sachen, die habe ich für den Fall, dass. Und da wäre es Quatsch, die einfach zu verkaufen. Ich habe die ja schließlich auch für einen Zweck geholt und ich habe sie ja auch schon mehrfach in Verwendung gehabt. Nur manche Sachen sind halt einfach selten in Verwendung. So, nach diesen Kriterien gucke ich eben meine Ausrüstung durch und behalte auch wirklich nur das, was ich wirklich verwende. Da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Was heißt denn eigentlich Minimalismus? Minimalismus ist nicht auf eine Anzahl von Gegenständen irgendwie definiert. Dass man sagt, okay, wenn du bis 100 Sachen hast, dann bist du Minimalist. Wenn du 101 Sachen hast, dann bist du kein Minimalist mehr. Das ist Bullshit. Also das ist wirklich totaler Quatsch. Das hat damit überhaupt nichts dazu zu tun, denn Minimalismus ist einfach eine Mentalität. Und das ist eben genau dieses, dass man nur das hat, was man braucht. Aber das, was man braucht, definiert ja jeder für sich selber. Und dementsprechend gibt es da einfach, gibt es da nichts, dass man sagen kann, so, da ist die Grenze, jetzt ja, nein. Ich sehe zu, dass ich wirklich insgesamt sehr, sehr wenig habe, weil ich einfach auch wirklich wenig brauche. Nichtsdestotrotz habe ich bei manchen Dingen einfach das Bedürfnis, dann eine Alternative zu haben für konkrete Zwecke. Aber auch das hinterfrage ich immer und schaue, ist das wirklich so? Verwende ich das? Ja, nein, sonst kommt es weg. Also ich verkaufe da auch sehr viel, kaufe auch sehr viel gebraucht. Da kommen wir zum nächsten Punkt, ob ich ein Gear-Junkie bin. Auf jeden Fall. Ich bin definitiv ganz klar ein Gear-Junkie. Ohne Frage, braucht man gar nicht drum herum reden. Ich teste wahnsinnig gerne Ausrüstung aus. Ich habe da einfach wirklich Spaß dran. Das Draußensein ist so mein Haupthobby, wisst ihr. Und für mich gehört einfach auch nur, weil ich Spaß dran habe, das Austesten verschiedener Ausrüstungen dazu. Für verschiedene Zwecke. Wisst ihr, also da teste ich gerne aus. Aber auch da gilt wieder, ich behalte nur, was sich bewährt. Also wenn ich irgendwas Neues austeste, bestes Beispiel, Messer. Habe ich in meinem Lautout-Video gerade auch schon erzählt, ich besitze momentan nur ein einziges feststehendes Messer, neben meinem EDC-Messer, was ich in meinem kleinen Rucksack habe. Aber für draußen reell habe ich momentan wirklich nur ein einziges feststehendes Messer. Und ihr habt mich im Laufe von 2018 mit diversen Messern gesehen. Die sind teilweise geliehen, teilweise habe ich die gekauft. Aber es war immer so, dass ich sagte, ja, sind schöne Messer, gefallen mir gut, definitiv. Aber es war noch nicht so, dass ich sage, das ist mein Messer, was ich ewig behalten möchte. Da habe ich irgendwann mal ein anderes gesehen, was mir einfach auch optisch ganz gut gefällt oder wo es auch sehr angenehm war zu arbeiten und so. Dann behalte ich die Vorgänger nicht. Das ist ja, die verkaufe ich dann einfach und von dem Erlös kaufe ich mir was Neues, wenn ich das austesten möchte. Einfach, weil ich auch Spaß dran habe, das auszutesten und auch an diesem Wandel Spaß habe. Das macht mich aber nicht weniger zum Minimalist. Und so gibt es halt bei meinen Sachen immer mal einen Wandel. In meiner Infobox habe ich ja immer meine Ausrüstungsliste drin gehabt. Das habe ich jetzt ein bisschen geändert, weil auch da immer Fragen kommen, oh, du hast da so eine riesige Liste und so weiter und so fort. Das ist doch viel zu viel, und so weiter und so fort. Das hat früher, glaube ich, immer zur Verwirrung beigetragen. Ich muss dazu sagen, ich kriege wahnsinnig viele Fragen zu meiner Ausrüstung. Aber stellenweise halt einfach auch zur Ausrüstung von Videos vor 3 Jahren. Da muss ich dann manchmal selber gucken, ach, was habe ich denn in der und der Szene da gerade verwendet oder was hatte ich da denn gerade an? Oder weil da ist halt einfach mal Wandel und 3 Jahre ist jetzt auch nicht so kurz. Und deswegen habe ich wirklich alles an Ausrüstung, was ich mir geholt habe, habe ich immer brav in die Infobox gepackt und dann war es nachher eine ewig lange Liste. Habe da aber nicht differenziert gehabt, was verwende ich davon tatsächlich aktuell noch und was ist einfach irgendwas, was einfach mal in der Liste zu sehen war. Mittlerweile habe ich diese Differenzierung auf meiner Homepage, da steht dann wirklich genau, das ist das, was ich aktuell wirklich verwende und darunter steht dann immer das, was ich mal irgendwo verwendet habe und was mal in einem Video zu sehen war. Ja, das sind so die Hauptgründe, warum mein Kanal Outdoor Minimalist heißt und das auch zu Recht heißt, was also dieses Minimalist für mich persönlich bedeutet und auch warum ich Gear Junkie bin, aber trotzdem Minimalist sein kann, weil es einfach 2 unterschiedliche Dinge sind, die durchaus harmonieren können. Ich bin immer mal am Überlegen, muss ich ganz ehrlich sagen, meinen Kanal umzubenennen, aber ich hatte da einfach noch nicht die Idee, wo ich wirklich sage, ach, das passt, das ist
Ja, das ist ein Name, an den ich mich gewöhnen kann. Also wenn ihr irgendwelche ganz tollen Namensvorschläge habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist ja was dabei. Also ich will es ja gar nicht ausschließen, dass ich irgendwann sage, so, okay, aus Outdoor Minimalist wird, weiß der Däubel. Ja. So, jetzt bin ich mit einem langen Monolog aber auch durch. Wie gesagt, die 5 Minuten werden es nicht gewesen sein, das weiß ich selber. Aber ich kriege da wirklich relativ häufig Anfragen zu, vielleicht mache ich das trotzdem mal an einem Mittwoch. Ich mache es trotzdem an einem Mittwoch, weil das für mich eigentlich kein richtiger Freitagscontent ist. Mittwochs will ich ja nutzen, um Fragen zu beantworten, um kleine Ausrüstungssachen mal zu zeigen, kleine Tipps und Tricks zu zeigen. Das soll so mein Mittwoch-Content sein. Und auch wenn es das jetzt hier gerade länger wird, ist das eigentlich kein Video für Freitag, glaube ich. Muss ich schauen. Ihr werdet sehen. Also ihr werdet mitbekommen, an welchem Tag ihr das hier gerade gucken könnt. Auf jeden Fall bekomme ich halt sehr, sehr viele Fragen in diese Richtung und wollte deswegen dieses Video dazu drehen, um wirklich sagen zu können, Mensch, da und da habe ich das mal ausführlich beantwortet. Das und das sind meine Gründe. In diesem Sinne, das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.